Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. Die heutige Folge wird ein wenig kürzer, aber lieber kürzer als gar keine Folge. Denn die Sagen sind diesmal, nicht länger als eine Seite. Aber egal, es kommt ja nicht immer auf die Länge an. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und dann blätter ich mal zur richtigen Stelle. Nein, das war falsch. Hier, genau, das Buch hat sich das schon gemerkt. Heute sind wir im Zeichen der Bogen. Ich werde heute ein paar Bilder mit Bogen einblenden, da bin ich mir sehr sicher. So. Die erste Sage heute heißt Questenburg. Dem Kyffhäuser gegenüber nach Norden zu, eine Wegstunde in den Südharz hinein, liegen die Trümmer der Questenburg auf bewaldeten Berge. Von den ehemaligen Gebäuden ist wenig erhalten, bis auf ein paar geräumige Keller, in denen die Bewohner des Dorfes vor räuberischen Banden in schweren Kriegszeiten Schutz suchten, als längst niemand mehr in dem verlassenen Hause wohnte. Die Burg wurde vor mehreren Jahrhunderten an die Familie Knauf verpachtet. Einer der Besitzer hatte eine Tochter namens Jutta, die sich, wie unverständige Kinder wohl tun, ohne Erlaubnis in den Wald begab und beim Blumensuchen völlig verirrte. Das Kind war weit von zu Hause entfernt, als die Nacht hereinbrach. Da legte es sich nieder und schlief sorglos ein. Die Eltern waren inzwischen in großer Not. Die Spuren des vermissten Kindes wiesen nach dem Walde, in dem sich Wölfe aufhielten. Sogleich wurden alle Knechte, dazu die Bauern aus den umliegenden Dörfern aufgeboten, die die Waldung absuchen sollten. Nach langen Suchen gelang es am nächsten Tage, das Verlorene zurückzubringen. In Rotha war es auf einer Wiese aufgelesen worden. Ein Köhler hatte den Finklin beherbergt. Harmlos und kindlich zeigte das Mädchen dem erfreuten Vater ein Kränzlein, das es sie gewunden und an dem es schöne Queste angebracht hatte. Knaut beschenkte darauf die Gemeinden, die sich an der Suche beteiligt hatten, mit Ländereien und ordnete an, dass alljährlich um Pfingsten ein großes Fest, das Questenfest, gehalten werde, dessen Hauptstück darin besteht, dass ein mächtiger Kranz mit Quasten auf einem Berg befestigt wird, der die ganze Gegend beherrscht. Dieser Brauch wird noch heutigstags befolgt. In der Nacht vorher muss aber ein Mann aus Rotha kommen, sehr geheimnisvoll und wortlos einen alten Tribut, ein Brot und 4 Käse, abliefern und vor Morgengrauen verschwinden. Die Burg, wie der Ort hieß früher Finsterburg, und erhielt erst nach dem Vorkommnis ihr jetzigen Namen. So, ja, die Questenburg, wie es hier schon drin steht in diesem Buch. Das Buch ist ja nur 90 Jahre alt, ja, also das heißt, vor 90 Jahren war das schon so. Ist nur noch in Trümmern, da sind noch ein paar Steine stehen noch, überall noch Wald drumherum. Aber, wie auch im Buch angekündigt, dieser Brauch existiert immer noch. Er wird auf diesem Berg, ja, ich zeige es nochmal, so ein riesengroßer Kranz gebaut, der steht dann auf so einem Kreuz und dann an der Seite sind nochmal so 2, Quasten, heißt es glaube ich, Quasten. Dann habe ich nochmal geschaut, was überhaupt eine Quaste ist. Ja, das sind ja diese aus mehrigen Faden gebundene, so kleine Wollknäuels, die so nach runter hängen. Im Militär wird das sehr viel benutzt, zum Beispiel bei den damaligen von dem deutschen Heer bis zur Wehrmacht hing das entweder am Bajonett oder irgendwo am Körper hing so eine Quaste runter und je nachdem, welche Farbe sie hatte, je höher war der Rang. Ich glaube, Silber war, das höchste und dann gibt es halt ganz runter, also eine Menge. So hat man das eben, da hat man von außen erkannt, wer was ein Rang war. Und ja, die Sache hier das ist immer so eine Sache mit den Wölfen halt, ne? Ich habe letztens auch schon mal, die Bauern regen sich ja schon ziemlich auf, was Wölfe betrifft, dass wenn zum Beispiel von Polen nach Brandenburg zum Beispiel, habe ich mal die Meldung vor Jahren mal gelesen, dass Wölfe quasi rüberkommen über die Waldgrenze und sich dann langsam in Brandenburg breit machen und
Ich habe das Gefühl, es gibt immer so zwei verschiedene Meinungen. Ich glaube, die Menschen, die auf dem Land leben, die tatsächlich mit Wölfen dann in irgendeiner Form zu tun haben, sei es in einer Wanderung, dass sie auf die treffen, oder sei es, dass die Bauern ihr Vieh gerissen wird, die sind meist dagegen, weil sie mit diesen Tieren zu tun haben. Und dann gibt es die Städtermeinung von den Städtlern, die einfach nur den Gedanken gut finden, dass ein ausgerottetes Tier wieder in Deutschland Fuß fasst. Dasselbe ist auch mit den Bären. Dass also die Menschen, die am wenigsten mit den Tieren zu tun haben, wo die Chance am wenigsten überhaupt besteht, dass man mit den Tieren zusammenkommt, am geringsten ist, die möchten, dass diese Tiere wieder ausgewildert werden bei uns, während die Menschen, die es eben in höherer Wahrscheinlichkeit zu tun haben, eben nicht wollen. Weil Wölfe, und ich würde das jetzt mal einfach so sagen, aufgrund der langen Zeit, dass wir nicht mehr mit diesem Tier zu tun haben, verliert man so ein bisschen die Angst vor dem Tier. Also so ein Wolf kann einen wirklich töten, wenn du im Wald bist. Du bist halt fressen halt, ne? Du bist nicht, wenn du jetzt nicht bewaffnet bist im Wald, dann reißen die dich. Ein Bär ja auch. Also nicht alle Tiere sind scheu und rennen vor den Menschen weg. Ja? Die sehen dich einfach nur als anderes Tier, als ein Beutetier ohne Haare, das weder Klauen hat, noch besonders schnell rennen kann, hat zwar Hände, kann aber nur durchschnittlich gut klettern. Ich glaube, ein Bär kann sogar noch einen Ticken besser klettern als ein Menschen. Und diese Gefahr, die kennen wir nicht mehr, beziehungsweise kennen die Städter nicht mehr, weil, ja, mein Gott, wo siehst du heutzutage einen Wolf? Im Zoo. Und da hinter Gittern, ne? Schöne Sache, aber trotzdem. Also die Diskussion meine ich. Aber gut. Mach mal weiter mit der nächsten Sage. Ach ja, und das Mädchen, ne? Habt ihr mal versucht, einfach mal so im Gras zu schlafen? Also ich schon. Und gerade im Sommer, wenn du dich einfach nur ins Gras legst in der Nacht, dann bist du irgendwann, entweder bist du voll mit Zecken oder Ameisen oder sonstiges Krabbelvieh. Ich weiß nicht, wie die Menschen damals drauf waren, ob die das einfach gewohnt waren. Aber so auf nacktem Boden schlafen finde ich nicht so knorke. Aber gut. Sei es drum. So, jetzt wirklich. Die nächste Sage. Die Schwanenringe zu Plesse. Die Herren von Schwanenring zogen aus einem fremden Lande in die Gegend von Plesse, um sich da niederzulassen. Bald darauf aber bekamen sie Fehde mit denen von Beverstein. Bode von Beverstein erschoss Sieghard Schwanenring mit einem Pfeil, musste aber von der Rache der Brüder Siegfried und Gottschalk nach Finnland flüchten. Die anderen Beversteine legten nun eine feste Burg an gegen die Schwanenringe, die Beversteine oder Hardenberg genannt wurde. Nun wollten die Schwanenringe, die in ihren Namen von einem Schwan und Ring, den sie ihren Wappen führen haben, eine Gegenburg anlegen, fanden aber dafür lange Zeit keinen geeigneten Platz. Als sie nun eines Tages von Höckelheim nach Göttingen reisten, war in ihrer Gesellschaft Heino Schwanenflügel, ein Verwandter der Brüder, ein guter Jäger und wohlerfahrener Mann. Der fand ein gut gelegenes Plätzchen an einer Ecke, nicht weit von der Leine, und zeigte dies seinen Verwandten. Da sprachen sie: Wohlan, ein gut gelagenen Plätzchen, hier wollen wir die Feste bauen. Also bauten sie ihr Haus Hardenberg trotzig gegenüber und nannten es Plätzchen, woraus nach und nach Plesse geworden ist. Endlich nahmen die Schwanenringe selbst den Namen deren von Plesse an. Der Streit mit den Hardenbergern wurde vertragen. Lange noch zeigten Schäfer die Stelle, wo Sieghard erschossen wurde. Diese beiden Burgen existieren auch und sie stehen noch. Und die Dörfer rundherum profitieren sehr, 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 sehr aus dem Tourismus heraus sehr von diesen Burgen. Die sind ungefähr, ich glaube, wenn du mit dem Auto fährst, brauchst du knapp 11 Minuten. Und zu Fuß brauchst du etwas mehr als eine Stunde und mit dem Fahrrad 40 Minuten. Die sind nur so 5 Kilometer voneinander entfernt, die beiden Burgen, also Luftlinie. Und die eine Burg wurde im Jahr 1101 wurde die eine Burg gebaut von den Beversteiner. Und von den Schwanenringen, die Burg wurde 4 Jahre später erbaut. Und ich finde das immer so ein wenig schade,
dass die Menschen, die die Burg tatsächlich erbaut haben, nie so richtig genannt werden. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt mehrere Objekte, Gebäude auf der Welt, auch heute noch. Es werden immer nur die Architekten oder die Chefs oder die Auftraggeber werden genannt. Aber die Leute, die das tatsächlich dann bauen, die sind vergessen. Da wird kein Wort mehr gesagt. Auch irgendwelche, wenn große Brücken oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten gebaut werden. Es nirgendwo, also ich persönlich, wenn ich zum Beispiel am Brandenburger Tor vorbeigehe, ich glaube, hat jeder mal besucht, ich habe da keine Ecke gefunden, eine riesengroße Tafel, wo du siehst, wo jeder einzelne Mensch daran gearbeitet hat. Und ich finde, in gewisser Weise haben die das aber verdient. Denn so ein, wie hier in der Sage, nicht die Herren von Schwanenring haben die Burg gebaut. Versuch mal bitte zu dritt oder zu zweit eine Burg hochzuziehen. Es dauert ein bisschen, wenn du das alleine machst. Wir sind hier nicht in Minecraft. Und ich finde es immer schade, dass das nicht irgendwie gewürdigt wird. Nicht mal in Erwähnung gezogen wird. Nein, es heißt dann König der oder König der oder König der hat die Burg gebaut. Nein, der hat nicht einen Finger gerührt dafür. Der hat das vielleicht in Auftrag gegeben und vielleicht finanziert. Aber mit Geld baust du keine Schlösser, sondern die Menschen bauen Schlösser. Und warum werden die Menschen nicht genannt? Warum werden immer nur die hohen Positionen genannt? Ist es denn so schwer, eine Tafel hinzustellen und wenn es nur der Nachname ist? Finde ich immer persönlich schade. Vielleicht geht es euch da anders. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, die beiden Burgen stehen in Niedersachsen, sehr weit im Süden. Kann man auch besuchen gehen. Naja, wie gesagt, die Dörfer drumherum, die verdienen gut daran. Aber sollen sie auch, warum nicht? Und mal unter uns, ich würde echt mal gern wissen, was wir in heutiger Zeit schaffen würden. Sagen wir mal, in Bayern stehen ja unfassbar viele Burgen. Ja, Neuschwanstein und sowas. Ja. Und die hatten ja damals nur ihre Techniken, die zu dem Zeit halt zwar modern waren, aber mit dem heutigen Vergleich eigentlich nicht zu messen sind. Und ich frage mich, ob es nicht möglich ist, jetzt in der heutigen Zeit eine Megaburg zu bauen. Irgendwo tief in den Wäldern, der ganze Freistaat Bayern entscheidet sich, okay, wir legen jetzt 1 Milliarde hin, ich tue jetzt irgendwo eine Nummer rausholen, 1 Milliarde hin und wir bauen jetzt mit der heutigen Technik ein riesengroßes Schloss. So eine riesengroße Burg. Was dann später mal in 100 Jahren möglicherweise, wenn dann die Menschen von damals auf uns zurückschauen und sagen werden, hier, das haben der Freistaat Bayern gebaut, die Leute haben das gebaut im Jahre 2050. Jetzt können wir das noch bewundern, dass die damals gebaut haben. Versteht ihr, was ich meine? So das quasi, was damals war, was damals war, vor uns, das genießen wir jetzt und dass wir etwas haben, was wir die nächsten Generationen geben. Eben auch ein fettes Schloss mit den modernsten Techniken eingebaut und so weiter und so fort. Nicht so ein modernes Schloss, sondern halt schon ein richtiges Schloss. Ne? Ich würde mich mal interessieren, wie das aussehen würde. So mit den heutigen Zeit. Na gut. Machen wir weiter. Das Oldenburger Horn. In Oldenburg wurde vor Zeiten ein künstliches, mit vielen Zieraten gearbeitetes Trinkhorn aufbewahrt, das nach Kopenhagen gekommen sein soll. Darüber erzählt die Sage das Folgende. In früherer mittelalterlicher Zeit beherrschte Graf Otto das Land. An einem Tag im Juli begab er sich mit vielen Edelleuten und Dienern auf die Jagd und wollte in dem Walde Bener Feuer das Wild heimsuchen. Als er nun einem Tiere bis an den Ofenberg nachstellte, verlor er sein ganzes Jagdgefolge, selbst die Hunde. Wie er nun auf dem Berge in der Sonnenglut auf seinem Pferde saß, sprach er bei sich selber, »Oh, wer doch nur einen kühlen Trunk Wasser hätte!« Kaum hatte er so laut gedacht, so tat sich der Ofenberg auf, und aus der Kluft trat eine schöne Jungfrau in prächtigen Kleidern, die Haare geteilt und bekränzt. Sie hatte ein silbernes, inwendig vergoldenes Jägerhorn in der Hand, das wohl gefüllt war. Sie reichte es dem Grafen, damit er sich erquicken könne.
Der Graf nahm nun wohl das Gefäß in seine Hand, klappte den Deckel auf und sah hinein, getraute sich aber nicht zu trinken, denn die Flüssigkeit sah ihm nicht vertrauenerweckend aus. Da sprach die Jungfrau: »Mein lieber Herr, trinkt nur. Es wird euch nicht schaden, sondern zum Besten gereichen. Es wird euch und dem ganzen Hause Oldenburg danach wohlergehen. Das Land wird blühen und gedeihen. Trinkt ihr nicht, so wird im gräflich-oberbürgischen Hause keine Einigkeit herrschen.« Dem Grafen schauderte gleichwohl vor dem Tranke der geheimnisvollen Spenderin. Er schüttete ihn wie aus Versehen aus. Einige Tropfen fielen auf das Pferd, und er sah, wie dem Haare davon sofort ausgingen. Da erfasste ihn Schrecken. Er jagte mit seinem Pferde davon und sah rückwärts blickend noch, wie die Jungfrau im Ofenberge verschwand. Das goldene Horn nahm er mit nach Oldenburg und ist dort von ihm wie von seinen Nachfolgern als ein köstliches Kleinod geachtet worden. Auch dieses Horn gibt es tatsächlich immer noch, irgendwo im Museum. Und dieses Horn ist reich geschmückt, würde ich das jetzt mal sagen. Also nichts gegen die Handfertigkeit und das Können, das dahinter steckt. Aber ich würde mal ganz dreist behaupten, dass nicht ein Tropfen Flüssigkeit damit benetzt wurde. Allein das Ding zu halten, scheint mir dann doch eher ein Abenteuer zu sein. Also das dann so ansetzen und trinken, nein. Aber ist schon interessant, wie man alltägliche Gegenstände verzieren muss, um das dann als Kleinod zu behandeln. Ich meine, so ein Trinkhorn. Ich meine, ich verstehe ja, dass man eine Krone hat, die kann man sich ja aufsetzen, das kann man so vor sich halten. Aber so ein Trinkhorn, was man ja letztendlich dreckig machen muss und danach ja eigentlich wieder waschen muss und sauber machen muss. Also finde ich ein bisschen unpraktisch. Aber gut, egal, es ist eine schöne Sage. Ich verstehe aber hier in dem Punkt nicht, ob da nicht so eine geheime Botschaft mit drin ist. Zumindest so, wie es hier geschrieben ist. Denn diese Jungfrau, in einer anderen Version der Sage heißt es eine Fee, sagt ja hier, das wird euch und dem ganzen Hause Oldenburg danach wohl gehen. Das Land wird blühen und gedeihen. Trinkt ihr nicht, so wird im gräfischen oberbürgischen Hause keine Einigkeit herrschen. Jetzt ist also der Inhalt scheinbar tödlich oder giftig, irgendwas in der Art. Meint sie damit wohl, dass der Tod des Grafen besser wäre für Haus Oldenburg? So klingt es nämlich für mich. Dass er vielleicht irgendwie etwas blockiert als sein Graftum. Ja? Er blockiert irgendwas und ohne ihn gähe es der Familie besser. Klingt für mich so. So, kommen wir heute zur letzten Sage. Friedrich von Oldenburg. Graf Huno von Oldenburg war ein frommer und rechtschaffener Mann. Als zu seiner Zeit der Kaiser einen großen Fürstentag zu Goslar hielt, säumte Huno dahin zu gehen, weil er durch dringende häusliche Geschäfte am Erscheinen verhindert war. Da verleumdeten ihn falsche Ohrenbläser und klagten ihn des Aufruhrs gegen das Reich an. Der erzürnte Kaiser verurteilte ihn zum Gottesurteil durch Kampf, und kämpfen sollte er mit einem ungeheuren, schrecklichen Löwen. Huno reiste nun mit seinem Sohn Friedrich an den Hofe des Kaisers, um das schwierige Werk zu vollbringen, wenn es Gottes Wille wäre. Da entschloss sich Siegfried, heldenmutig den Vater zu vertreten. Der Kaiser war damit einverstanden. Huno betete fleißig und tat Gelübde. Friedrich aber ging mutig in den Kampf und siegte. Er hatte eine Strohpuppe gemacht und diese wie einen Menschen gestellt und angezogen. Als nun das ausgehungerte wilde Tier in blinder Wut darüber herfiel und den vermeintlichen Gegner zerriss, nahm Siegfried seine Vorteils wahr und erschlug das Tier. Da herrschte große Freude bei Hofe. Der Kaiser umarmte den Sieger, schenkte ihm einen wertvollen Gürtel und einen Ring und belehnte ihn mit vielen Gütern im Reiche. Am meisten freuten sie sich in Oldenburg über diese Tat, die sie in Liedern besangen. Schöne Sache, auch wieder ein Löwe dabei. Diese Strohpuppe, ich weiß nicht, kennt ihr das Argument, dass in Englisch sagt man Strawman, dass man eine Strohpuppe aufbaut,
die dann eben, man baut sie selbst auf, um dann sich gegen diese Strohpuppe zu argumentieren, aber möglichst einfach. Erinnert mich so ein bisschen so daran, ne? Dass diese Argumentation mit der Strohpuppe, dass man dann der eigene Löwe ist. Und bei der Suche nach den Sagen, weil ich versuche mich ja immer so ein bisschen zu informieren darüber, das Haus Oldenburg hat schon einen interessanten Stammbaum. Denn ich habe herausgefunden dabei, vielleicht die einigen wissen es von euch ja schon, aber die Politikerin Beatrix von Storch gehört zum Oldenburger Haus. Die ist eine Herzogin. Das wusste ich tatsächlich nicht. Gut, kann ja sein, verstehe nur nicht, warum sie dann von Storch wurde und nicht Oldenburg hieß, aber gut, das ist Adel halt, Adel. Aber schön zu wissen. Naja, gut. Dann war's das für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das jetzt seht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Korrekt. Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi.